Habt ihr schon mal darauf gewartet, dass jemand zurückkommt? Ich denke, das Warten auf jemanden kann mega herausfordernd sein. Vielleicht checkt man alle paar Minuten das Handy und wartet auf eine Nachricht, die nie kommt. Man fühlt sich traurig, vielleicht auch ängstlich und wütend, und diese Unsicherheit kann das Leben kontrollieren und es schwierig machen, sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Aber warum warten wir auf Mr. oder Mrs. Maybe? Ich denke, wir reden uns oft ein, dass es richtig ist, abzuwarten, weil es dann wie vorher wird. Kennt ihr das Gefühl? Wenn die Person erstmal wieder zurückkommt, dann ist alles wie vorher, dann ist alles paletti, keine Probleme mehr. Vielleicht hat man auch Angst vor dem Unbekannten oder vielleicht auch vor Veränderungen. Ich kenne tatsächlich jemanden, der 7 Jahre gewartet hat. Was hätte man in den 7 Jahren alles machen können? Heiraten, Kinder bekommen, Haus bauen, einen Baum pflanzen. Ich meine, das ist jetzt alles salopp gesagt. Wir haben oft das Gefühl, dass wir uns beweisen müssen. Erst wenn die Person unseren Wert erkennt, dann kommt sie auch zurück. Oder? Aber manchmal kommt die Person trotzdem nicht zurück, obwohl sie deinen Wert erkennt. Die Denkweise hindert uns daran, voranzukommen. Im Prinzip verlieren wir unsere Bedürfnisse aus den Augen, während wir uns auf die Entscheidungen anderer konzentrieren. Wir warten auf eine Entscheidung, die vielleicht nie kommt. Du bist kein schlechter Mensch, nur weil du immer noch die Hoffnung hast oder immer noch mit der Person zusammen sein willst. Aber es gibt Situationen, in denen man aufhören sollte, auf jemanden zu warten. Wenn du immer noch darauf wartest, dass die Person sich von ihrem Partner trennt. Das ist ein Klassiker. Wenn du dich in eine Person verliebt hast, die in einer Beziehung ist, solltest du nicht darauf warten, dass sich die Person trennt. Denn wer weiß, wie lange du wartest. Vielleicht wartest du für immer auf Mr. oder Mrs. Maybe. Und ich finde, in der Zeit hast du so viele Möglichkeiten, neue Menschen kennenzulernen, die vielleicht besser zu dir passen. Ich finde auch, dass man immer eine gesunde Liebe wählen sollte. Und wenn man merkt, okay, es gibt diese Probleme oder es ist schon alles so vorbelastet, so schwer und die Person, die kann sich nicht entscheiden oder die redet einfach nur, sollte man es lassen. Du musst die Person ja nicht aufgeben oder sagen, hey, ich bin da raus. Aber warten? Wie lange willst du dann warten? Wenn die Person eine Beziehungspause möchte, dich aber weiterhin treffen will. Ich glaube, das ist auch ein Klassiker. Viele Paare neigen dazu, eine Beziehungspause einzulegen, weil sie nachdenken müssen, weil sie Dinge herausfinden wollen, bleiben aber trotzdem in Kontakt. Das ist so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Eigentlich haben wir eine Beziehungspause, schreiben aber trotzdem täglich. Wenn ihr in einer Pause seid, euch aber regelmäßig trifft, gibt es natürlich immer diese Wahrscheinlichkeit auf ein Comeback. Aber es gibt auch ein gewisses Risiko, denn die Vertrautheit bleibt da. Also im Prinzip hat sich nur euer Beziehungsstatus geändert. Und warum sollte man sich dann noch entscheiden, wenn alles wie immer ist? Und ich finde, da muss man so ein bisschen aufpassen. Sicherlich heißt es nicht, dass man den Kontakt abbrechen muss. Ich denke, man sollte definitiv darüber nachdenken, warum man diese Pause will oder warum man diese Pause gebraucht hat. Auch wenn es bedeutet, dass man vielleicht einen Schritt zurück macht. Denn ich glaube, es wird schwierig, auf etwas zu warten, wenn es keine Veränderung geben muss, wenn alles wie immer ist. Die Person ist Single, möchte sich aber nicht zu dir bekennen. Einige Leute wollen alle Vorteile in einer Beziehung, ohne sich zu einer zu verpflichten. Das heißt, du bist nicht der Partner in der Öffentlichkeit. Sie wollen es eher geheim halten. Im Prinzip soll es keiner wissen. Diese Menschen lehnen im Prinzip das volle Engagement einer Beziehung ab, verlangen aber gleichzeitig, wie in einer Beziehung behandelt zu werden. Verrückt, oder? Und auch wenn es nicht immer schlechte Absichten sind, vielleicht will die Person dich nicht verletzen, können diese guten Absichten auf langer Sicht sehr viel kosten. Deine Energie. Wie kann man aufhören, auf jemanden zu warten, den man liebt? Ich finde, wenn man in einer Situation ist und merkt, dass man dann nicht mehr alleine herauskommt, sich Hilfe suchen sollte. Es gibt geschultes Personal oder es gibt Leute, die können dir dabei helfen. Ich bin aber der Meinung, dass der erste Schritt immer die Akzeptanz oder die Annahme der Situation ist, dass die Situation sich verändert hat und dass es so ist, wie es ist. Etwas zu akzeptieren ist nicht immer einfach und manchmal braucht es auch eine Weile, aber es hilft uns auf jeden Fall klarer über unsere Gefühle zu werden und vor allem auch davon loszukommen oder weiterzumachen. Wir müssen Dinge akzeptieren, auch wenn sie nicht so laufen, wie wir es uns wünschen. Hör auf, über die Person zu sprechen. Ich weiß, dass man sich am Anfang nicht so gut ablenken kann, man denkt ständig darüber nach, man
Man spricht über die Person mit Freunden, Familie und irgendwann wiederholt man sich. Man kommt immer wieder in diese Spirale rein, es gibt nichts Neues. Manchmal macht man das, weil man nicht beschäftigt ist. Vielleicht musst du dich davor erstmal ein Stück selbst finden, vielleicht musst du auch an dir arbeiten, vielleicht musst du neue Dinge ausprobieren, neue Hobbys finden und vielleicht können dir Freunde und Familie dabei helfen. Und vor allem sollte man sich Zeit geben. Man sollte sich wohlfühlen, wenn man neue Kontakte kennenlernt. Man sollte sich aber nicht unter Druck setzen. Und ich kenne sehr viele, die gehen raus und suchen sich dann einen neuen Partner oder suchen sich eine neue Person. Wenn du dich nicht bereit fühlst, lass es. Dich zwingt niemand. Du wirst dich irgendwann bereit fühlen. Hör auf, darüber nachzudenken, was du alles mit der Person hättest haben können. Frag dich mal lieber, was passiert, wenn du wartest? Wie geht es dir dabei? Was passiert mit deinem Leben? Wie fühlst du dich, wenn du weiter wartest? Und ich finde, das Loslassen bedeutet nicht, jemanden zu vergessen. Es bedeutet, wieder Raum zu schaffen für dich selbst und voranzukommen. Das darf man nicht vergessen. Teilt sehr gerne eure Erfahrungen in den Kommentaren mit mir. Ich denke, manchmal muss man die Gefühle ein bisschen ausblenden und weitergehen. Man muss versuchen, es auch ein bisschen realistisch zu betrachten. Warten, ja, okay, aber wie lange will man warten, ne? Also es muss ja auch irgendwie ein Happy End geben, bin ich der Meinung. Und auch du hast es verdient, glücklich zu sein. Also, vielen Dank fürs Einschalten und bis bald. Tschüss!